Der 22. Oktober 1844 war für viele der schlimmste Tag ihres Lebens. Sie hatten von der Hoffnung über die baldige Rückkehr Jesu gepredigt, aber alle ihre Hoffnungen wurden niedergeschmettert. Tagtäglich wurden sie von Freunden aufs Neue verspottet. Es war keine leichte Zeit, gläubig zu sein. Die große Enttäuschung war genau das. Eine große Enttäuschung für all diejenigen, die eifrig auf die Rückkehr Jesu gewartet hatten. Und obwohl es für die inbrünstig davon gepredigt hatten, eine Blamage war, war nicht alles so schlimm und aussichtslos, wie es schien. Weil viele Gläubige sehnlichst an die Wiederkunft Jesu geglaubt hatten, hatten sie so gehandelt, dass ihre Werke ihrem Glauben entsprachen. Einige von ihnen hatten Anfang des Jahres ihre Häuser verkauft, weil sie glaubten, dass sie bald nicht mehr brauchen würden. Einige der Bauern ließen ihre Ernte auf dem Feld, von denen einer Leonard Hastings hieß. Genau hier besaß er ein Kartoffelfeld und er glaubte an die baldige Rückkehr Jesu und dass, wenn er seine Kartoffeln ernten würde, er mangelnden Glauben bewies. Einige seiner Freunde glaubten nicht an die baldige Rückkehr Jesu und boten an, die Kartoffeln für ihn zu ernten und in der Scheune zu lagern. Er war sich sicher, dass er sie nicht brauchen würde und indem er sie nicht erntete, verkündete er seinen Glauben. Einige sagten, die Kartoffeln würden im Boden verrotten, andere bezeichneten ihn als dumm. Der Herbst 1844 war besonders mild und als er im November endlich seine Kartoffeln ausgrub, stellte er fest, dass er einige der besten Kartoffeln besaß, die er jemals angebaut hatte. Anderen Bauern in der Gegend ging es nicht so gut. Es war nämlich so, dass es in diesem Teil von Neuengland eine Kartoffelfäule gab, die fast alle Kartoffeln, die nicht rechtzeitig ausgegraben wurden, vermodern ließ. Leonard hatte einen riesigen Vorrat an Kartoffeln, genug für sich und einige seiner Nachbarn, die ihn für dumm erklärt hatten. Aufgrund der Kartoffelfäule war er im Frühjahr des nächsten Jahres einer der wenigen Bauern, die Pflanzkartoffeln besaßen. Dadurch war er in der Lage, einen Scheffel Kartoffeln für $4,50 zu verkaufen. Ein enormer Preis für diese Zeit. Leonard Hastings war nicht der einzige Kartoffelfeldprediger. Es gab auch noch Silas Guilford, William Millers Schwager. Im Frühjahr 1844 pflanzte er hier im Bundesstaat New York, in der Nähe von Oswego, ein 22 Hektar großes Feld mit Kartoffeln an. Im Herbst erntete er seine Kartoffeln nicht und der Schnee kam früh. Im Frühjahr des nächsten Jahres sagte er zu seiner Frau, dass er auf das Feld gehen und die Kartoffeln ausgraben würde. Sie flehte ihn an, es nicht zu tun, weil sie bereits die Lachfiguren der Stadt waren und sie den Menschen keinen weiteren Grund geben mussten, sich über sie lustig zu machen. Außerdem waren die Kartoffeln im Boden gefroren und somit verfault. Trotzdem ging er mit seinem Sohn Irving auf das Feld und steckte die Mistgabel in den Boden. Dabei grub er einige gute Kartoffeln aus. Auch sein gesamtes Feld bot eine riesige Auswahl von einigen der besten Kartoffeln, die er je gesehen hatte. Auch er konnte sie für den großartigen Preis von $4,50 pro Scheffel verkaufen. Damit bezahlte er seine Hypothek ab und hatte am Ende noch eine stattliche Summe übrig. Gott ehrte das Vertrauen dieser Gläubigen und bewies seine Macht und Fürsorge für die Seinen. Manchmal erlaubt Gott, dass wir schwere Zeiten durchmachen müssen, aber er lässt uns niemals allein. Wie eine Mutter über ihre Kinder wacht, genauso wacht Gott über uns. Wenn du Gott treu bist, dann kannst du dir sicher sein, dass es Zeiten geben wird, in denen Gott das Unmögliche tun wird, um dir seine Macht zu beweisen. Die Bibel sagt, dass die Augen des Herrn über das Gesicht der Erde wandern, auf der Suche nach denen, deren Herzen ganz bei ihm sind und in deren Namen er seine Macht zeigen kann.